Hallo ihr so Beautifuls. Ich habe total dünnes Haar und viele von euch kennen vielleicht das Problem von Haarausfall. Ich habe zurzeit echt starken Haarausfall und da habe ich mir jetzt was überlegt, nämlich Extensions. Aber mir sind Extensions, also die Clip-In, für den Alltag zu anstrengend, weil also in der Früh die anzubringen, 15 Minuten lang, diese Zeit habe ich nicht. Das mache ich vielleicht für ein Event. Und jetzt bin ich auf Flip-In Extensions gestoßen und habe mir die bestellt, möchte sie mit euch zusammen ausprobieren. Habe mich auch sehr detailliert informiert, wie man die anbringt, möchte euch dazu quasi eine Anleitung bieten und gleich mal ein Test, wie die sich anfühlen. Das sind die, die ich habe. Wie die sich in mein Haar einschmiegen von der Farbe. Da bin ich auch sehr gespannt. Denn also das war schwierig, da eine Farbe auszuwählen. Für mich jetzt. Aber ich habe Beratung bekommen. Ich habe da die per E-Mail gefragt. Habe ihnen Fotos geschickt von meinen Haaren. Und jetzt haben wir zusammen diese Farbe ausgesucht. Ich bin sehr gespannt. Das ist die Farbe Nummer 59. Verlinke ich dir auch auf jeden Fall unten, falls du nachschauen willst. Die Länge sind 55 cm. Wenn ich Extensions bestelle, dann immer nur Echthaar. Denn alles andere sieht einfach künstlich aus und das kannst du gleich schon mal vergessen, dass du es im Alltag tragen kannst. Meine Meinung. Also bei sowas sollte man da nicht sparen. Das sieht einfach sonst echt billig künstlich aus. Genauso finde ich wie bei Lash Extensions, auch da sollte man immer auf Echthaar achten. Und die sind aus 100% Echthaar, was ich super schätze und alle in dieselbe Wuchsrichtung veredelt. Zeichen für Qualität ist, hochwertige Extensions. Man kann die dann ganz normal behandeln wie normale Haare. Man kann sie glätten, man kann sie ölen, man kann sie locken, färben und tönen sogar auch. Also wenn du jetzt deine Haare färbst, dann nimmst du dasselbe Färbemittel oder dieselbe Tönung auf deine Extensions drauf, was ich super cool finde. Ich brauche das jetzt nicht, weil ich eigentlich mit meinen Haaren nie eine Tönung oder Färbung vornehme. Das Einzige, was ich mal selten, aber mal mache, ist Strähnchen reinbleichen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir gerne hier oben und unten natürlich auch, dass du nachher noch mal reinschauen kannst. Jetzt starten wir aber mal und wir packen sie zusammen aus. Also die Verpackung ist schon mal ganz nice. Also es ist natürlich jetzt hier mit den rosanen Haaren, ja, würde ich so nie tragen. Aber ich finde es schön, dass die Packung nicht so groß ist. Ach, hier in die Packung habe ich gleich noch was anderes reingepackt, weil das habe ich mir zusätzlich bestellt. Das sind 2 Haarsträhnen Clip-Ins für die Seiten, weil die Flip-Ins eben nur hinten auftragen und die Seiten werden dadurch nicht fülliger. Da schauen wir auch gleich, da habe ich die Farbe 1001. Cool eigentlich. 1001 Nacht. Auch die komplett Echthaar. Und die Farbe ist aber ein bisschen anders als von den Flip-Ins. So, das sind die Flips. Ich sage jetzt einfach mal Flips, ist nicht so umständlich. Das ist die Farbe davon. Die ist schon heller. Dann schauen wir mal, die liegen ja unten drunter. Ich bin jetzt auch gespannt, wie das klappt mit der Anleitung, die ich da mir einstudiert habe und wirklich gut recherchiert habe. Bei vielen habe ich mir das angeschaut, wie die das machen. Habe aber beschlossen, also ich mache das ein bisschen anders als die YouTuber, die ich gesehen habe bisher. Also die fühlen sich super geil an. Und schauen, wie lang die sind. Also 55 cm hat schon was, hat schon Länge. Sie sind schon leicht gewellt unten, was ich sehr schön finde. So mache ich das ja mit meinen Haaren auch gerne. Siehst du ja hier. Ich muss ein bisschen weiter hinter gehen, glaube ich. So, das ist so die Alltagsfrisur, wie ich es gerne mache, mit dem Glätteisen hier so eine kleine Welle und das haben die jetzt auch schon. Wobei ich ja gerade schon vorgelesen habe, man kann das anscheinend mit denen immer wieder machen, glätten, wellen und so weiter. Schön ist jetzt hier auch, was mir sofort auffällt, die sind nicht alle im exakt selben Farbton. Schauen wir mal, ob ich das drauf kriege. Wie echtes Haar sind so ein paar Strähnchen drin, die sind dunkler, ein paar, die sind heller und ich finde, das sieht dann sehr natürlich aus. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die fühlen sich sehr, sehr gut an und haben jetzt hier so ein Nylonband. Das ist schon installiert gewesen, also es musste ich nicht anbringen, das ist da schon dran. Und wir sehen, dass sie in mehreren Tressen gelegt sind. Also hier oben ist eins und da ist noch eins. Genau, also 3 Lagenhaare hat man hier sozusagen. Also das gibt schon ordentlich Fülle. Also alle diese Haare, wenn ich die mal nehme, sind wahrscheinlich so viel wie alle meine echten Haare. Tatsache. Also ich würde
jetzt hier mein Haarvolumen verdoppeln, was ich schon ziemlich cool finde. Und dann haben die jetzt hier noch Clips mit dran an dieser obersten Tresse. Wobei, das habe ich nachgelesen, die muss man nicht verwenden. Die sind einfach nur, um noch mehr Stabilität zu geben, wenn man das Gefühl hat, das zieht sonst so, dass sie mehr an Ort und Stelle bleiben. Aber jetzt schauen wir mal, wie das so ist. Es ist hier im Lieferumfang auch noch ein Ersatz-Nylon-Schnürchen drin und mit diesen Befestigungsösen, dass falls es reißt oder so, könnte man das hier auswechseln. Und man kann hier dran die Größe verstellen. Also wenn man da dran zieht, dann muss man schon festziehen, dann wird das Ganze enger hier oben. Und das muss man ausprobieren, wie es quasi auf dem Haar sitzt. Ich lege es jetzt mal oben drauf, also man legt es hier an. Und dann muss man schauen, wo es hinten rauskommt. Seht ihr es jetzt hinten im Spiegel? So wie es jetzt bei mir ist, sind sie ein bisschen noch zu tief. Also es müsste ungefähr hier sitzen. Sagen wir mal knapp die Linie, wenn du vom Ohr verlängerst. Also bei mir fehlt da jetzt nicht viel, so ein Stück ungefähr. Muss ich es noch kürzer machen. So kannst du die Größe bestimmen. Jetzt ziehe ich hier nochmal. So. Und mit dieser kleinen Öse, wenn man die verschiebt, dann kann man auch das Nylonbändchen, das hier übersteht, quasi fixieren, dass es nicht so lose rumbaumelt. So. Genau. Jetzt habe ich es schon noch ein Stückchen kürzer. Schauen wir mal. Und jetzt landet es schon eher an der richtigen Stelle. Genau. Hier habe ich es jetzt liegen und dann startet es ungefähr auf Ohrhöhe. Gut, aber so bringt man das nicht an. Manche oder viele YouTuber machen das so, aber das ist auf jeden Fall nicht die schickeste Variante und ich denke auch, dass sie länger dauern wird. Jetzt schauen wir mal, wie lange ich brauche mit der ordentlichen Variante. Dafür nehme ich den Stielkamm und fahre da über dem Ohr entlang eine gerade Linie bis auf die andere Seite und teile mir hier das Deckhaar ab. Und mit diesen Haarklippern befestige ich die jetzt einfach mal hier oben. Dann kommt das Extension-Teil. So, und das setze ich jetzt hier an diese Stelle, wo ich abgetrennt habe, hinein. Schaut ganz gut aus, glaube ich. Ja, also viel muss man da nicht machen, einfach mit dem Nylonband hier oben an der Stirn wie so ein Haarband ansetzen, in diese Abtrennung hinein und dann kann ich auch schon mein Deckhaar loslassen wieder und drüber fallen lassen. Wow, und man sieht nichts, gell? Und sie sind nicht nur fülliger, sondern sie sind dadurch jetzt auch verlängert, weil so lang war mein echtes Haar nicht. Du siehst vielleicht da, wo mein echtes Haar aufhört. Und jetzt habe ich hier sogar eine Verlängerung. Das sieht echt cool aus. Okay, und hier vorne müssen wir das jetzt auch mit dem Kamm einfach ein bisschen einarbeiten. Kann man mit dem Stiel entlang ziehen, da wo das Nylonband anliegt. Da siehst du, da habe ich jetzt auch die Klemme. Vielleicht war das nicht so schlau, die bis ganz nach vorne zu ziehen. Jetzt schauen wir mal, ob ich es verstecken kann. Also einfach so entlang ziehen. Und dann einmal drüber kämmen. Ja, also es lässt sich verstecken. Aber mein Tipp jetzt für euch, dieses Ende auf jeden Fall nicht bis nach vorne ziehen, sondern lieber das Stück vom Nylonband, das zu lang ist, einfach abschneiden, weil wenn es zu lang ist, wirst du es ja sowieso nicht brauchen. So, und auf der Seite machen wir das selber, aber das ist schon eigentlich ganz gut drüber. Dann nehme ich noch eine große Bürste
und komme jetzt mal so großflächig drüber, dass es sich die Extensions mit meinem echten Haar so ein bisschen vermischt. Wow, krass, wie sich das anfühlt. Ich muss euch mal die Länge zeigen. Es ist unfassbar. Ziemlich cool. Schau mal bitte, wie lang die sind. Ja, und zur Farbe muss ich jetzt sagen, also hier in der Kamera sieht es richtig gut aus. Man sieht den Unterschied schon ein bisschen, aber meine Haare werden in den Spitzen heller. Wenn ich die Strähnchen mache oder Balayage oder so, dann mache ich sie unten heller und vom Sommer werden sie auch unten eher heller. Deswegen passt es sehr gut, finde ich. Könnt ihr mir gerne eure Meinung mal dazu sagen, aber ich finde es schön, wenn die unten da heller rauskommen. Es ist jetzt so gesehen nicht die natürlichste Variante. Natürlicher wäre es, würde ich ein bisschen einen wärmeren Ton genommen haben. Aber schön ist es auf jeden Fall und Fülle gibt es enorm. Dieses Band oben, das spürt man gar nicht. Also ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass das Band hier oben vielleicht sehr schwer sein wird und dass es mir die ganze Zeit so richtig die Kopfhaut abschnürt. Weil die Extensions, die ich schon habe, Clip-Ins, die ich schon habe, dazu habe ich auch schon mal ein Video gedreht, verlinke ich dir mal und unten auch nochmal, die ziehen so. Ich hatte die schon mal mehrmals den ganzen Abend drinnen, aber danach habe ich Kopfweh, weil die wirklich so richtig an der Kopfhaut ziehen. Und das hier fühlt sich jetzt gar nicht so an. Das ganze Gewicht hängt eigentlich gar nicht an dem Nylonband. Wo ist das überhaupt? Ich finde es gerade gar nicht mehr. Ah, hier. Oder? Also ein gutes Zeichen, wenn ich es jetzt nicht mal mehr finde. Ah, hier kann ich es finden, weil ich hier das Endstück habe. Aber es drückt gar nicht, es zieht überhaupt nicht. Das ist so angenehm. Ich denke, das kann man gut aushalten für eine längere Zeit, für einen längeren Tag. Und das Volumen wird hier verdoppelt. Es fühlt sich so cool an, so dicke Haare jetzt zu haben. Schau mal, was man da für Flechtezöpfe machen kann. Oh mein Gott, da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Dichtes Haar. Also ihr merkt schon, ich bin gerade einfach wirklich super begeistert. Also diese Flip-Ins, die ich da habe, die sind von Hickenbick. Ein super sortierter und übersichtlicher Online-Shop, wo du eben echt Haar-Extensions kriegst. Meine Haarfarbe und welche ich da gewählt habe, verlinke ich dir unten. Und ich habe natürlich einen Rabattcode für dich organisiert. Den kriegst du auch unten in der Infobox. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Clip-Ins an. Da habe ich ja schon gesagt, da ist die Farbe anders und das ist nur so eine dünne kleine Tresse, ein Stück für die Seite. Und jetzt schauen wir mal die Farbe, legen wir es mal an. Das passt richtig gut dazu. Das ist jetzt mehr so ein warmer Farbton, aber in der Mischung richtig cool. Und das müsste ich jetzt hier seitlich einbringen. Dazu muss ich wieder mein Deckhaar heben, diesen Clip einmal öffnen, indem man ihn so drückt. Dann ist da ein kleiner Kamm drin, den kämmt man hier rein, genau, und dann sitzt es schon fest. Runterlassen und dann hat man hier nochmal eine Haarsträhne mehr für die Seite, dass die ein bisschen voluminöser wird. Und dasselbe noch auf der anderen Seite. Schon sind sie drinnen und ehrlich gesagt kann man die jetzt gar nicht mehr ausmachen. Man sieht sie echt nicht. Es ist schön, dass der Clip so dünn und so klein ist, weil ich habe wirklich dünnes Haar bekommen und trotzdem sieht man ihn nicht. Möchte man seitlich hier noch mehr Volumen haben, dann könnte man ja hier auch noch mehr Clips einbringen. Man kann ja auch noch tiefer die Clips setzen, dass sie einfach mehr versteckt sind. Ich habe es jetzt da oben reingetan. Andere Kameraeinstellung, weil ich jetzt gerade das Titelbild fotografieren wollte. Aber mir ist eingefallen, ich habe euch gar nicht gezeigt, wie man die jetzt wieder rausmacht. Und es geht so easy. Du nimmst einfach hier die Nylonschnur in die Hand und ziehst nach hinten. Ups, und schon hast du alle draußen.
schau mal, wie meine Haare jetzt sind, was übrig bleibt. Also super cool. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Was meint ihr zu diesen Flip-Ins? Und wer von euch hat Flip-Ins schon mal ausprobiert? Also für mich war das jetzt Neuland. Ich hatte Clip-Ins schon öfters und ich kenne auch Haarteile und so weiter. Aber das hier mit dieser Nylonschnur war für mich total neu und das finde ich so praktisch. Habt ihr gemerkt, wie schnell das ging bei mir? Aber gut, jetzt reicht's. Zu viel geschwärmt jetzt schon. Ich bin super, super begeistert. Es fühlt sich so gut an und es schmiegt sich in mein Haar, als wäre es mein eigenes. Daumen hoch, bitte, wenn dir das Video gefallen hat. Das hilft mir sehr und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video von mir wiedersehen. Bis dann. Ciao.